Herzlich willkommen, lieber Krebs, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 21. Januar bis zum 30. Januar. Das ist die erste Dekade im Sternzeichen Wassermann und wir verlassen jetzt die erdverbundene Energie vom Steinbock und wenden uns zu der Luftenergie zu. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark und da möchte ich mir heute anschauen, lieber Krebs, wie diese Energien bei dir ankommen. Schauen wir mal. Und noch kurz zur aktuellen Dekade. Diese Dekade startet am 21. Januar mit einem Neumond. Danach bauen sich die Energien neu auf. Ja, lieber Krebs, eine Karte für dich. Wie wird diese Dekade für dich, lieber Krebs? Es zeigt sich keine Karte. Ja, sehr introvertierte Energien. Okay, das ist sie. Die Ausgleichung. Ja, die 8. Karte der großen Arkana. Sehr viel mentale Stärke deinerseits, sehr viel Ausgeglichenheit, Ausgewogenheit. Du könntest wirklich so das Gefühl haben, die innere Mitte gefunden zu haben, eine gute Work-Life-Balance in dieser Zeit integrieren und in gewisser Hinsicht in den sozialen Kontakten auch zu friedlichen Kompromissen kommen. Ja, deine mentalen Kräfte sind sehr stark und sehr ausgewogen, sodass du einfach ein sehr gutes Urteilsvermögen haben wirst und darauf bedacht sein wirst, in deinen sozialen Kontakten jeglicher Art Gerechtigkeit walten zu lassen, ne? Da irgendwie eine gewisse Fairness rein einzubringen, zu integrieren, sodass man halt hier zu guten Absprachen kommt, gute Kompromisse, Versöhnung ist auch möglich und ebenso eine nachhaltige Versöhnung, ne? Dass man hier wirklich einen Konflikt beilegen kann. Es ist auch eine gute Zeit für Geschäftskontakte und geschäftliche Absprachen jeglicher Art, für gerichtliche Termine, falls du da etwas vor dir hast. Ist sehr begünstigt und halt einfach, also alles auch, was mit Verträgen unterschreiben zu tun hat. Ne? Da wirst du ein gutes Urteilsvermögen haben. Es könnte halt auch eine sehr entspannte, ausgeglichene Dekade für dich sein, lieber Krebs. Und du strebst nach Weisheit. Da kommt dir natürlich dieses gute Urteilsvermögen sehr zugute. Und du möchtest hier auch nach gewissen Werten handeln, nach gewissen moralischen Standards und strebst da auch nach einen Standpunkt für dich, ne? Nach neuen Einsichten und möchtest einfach auch weise handeln. Deine Intuition ist auch sehr stark, dein Urteilsvermögen ist sehr stark. Die Karten sagen hier, dass es auch hilfreich sein wird, wenn du so ein bisschen über den Tellerrand hinausblickst, vielleicht auch zeitlich mehr an die Zukunft denkst, auch daran denkst, wie sich alles entwickeln könnte und diese Überlegungen mit einbeziehst in dein aktuelles Urteil. Und so wirst du auf jeden Fall auch inneres Gleichgewicht erreichen. Harmonie und Stabilität, emotionale Stabilität und eben auch diese positive Work-Life-Balance. Das Gleichgewicht und hier die Stärke sind sehr ähnliche Karten. Ne? Unterstützt also nochmal diesen Prozess und zum Ende der Dekade hin, ab den 26., 27. Januar wirst du diese Energie noch stärker spüren als am Anfang. Diese ausgeglichene, ausgewogene innere Stabilität.
Wir schauen mal, mit welchen Herausforderungen du es zu tun hast. Ähm, in einen gewissen Lebensbereich in deinem Leben bist du irgendwie an deine Grenzen gestoßen. Irgendwie kannst du in einem Bereich allein durch Tatkraft nicht mehr viel ausrichten und das ist dir auch klar. Es kann jetzt sein, dass du sagst, dass du das gut akzeptieren kannst und es wäre positiv, ne? Dann sehe ich hier sehr viel Hingabe und dass du die Dinge auf dich zukommen lässt, dass du quasi mit dem Fluss schwimmst, ne? Und ähm, es zulässt, dass du hier die Situation nicht kontrollieren kannst. Es kann aber auch genau das Gegenteil sein, dass du das nicht akzeptieren kannst und dazu neigst, dagegen anzuarbeiten mit Tatkraft. Das kann sich dann schnell in so eine Situation entwickeln wie bei Sisyphus, ne? Dass man unnütz arbeitet und nicht vorankommt. Wenn du dich in so einer Situation befindest, dann hör sofort auf. Ne? Dann lass die Arbeit liegen und fokussiere dich dann mehr also ja, einfach auf diesen Fluss, akzeptiere das einfach, dass du hier nicht mehr viel ausrichten kannst. Wenn man dagegen anarbeitet, kommt man auch schnell in so eine Situation, wo man mit Autoritäten in Konflikt gerät. Das muss ja nicht unbedingt sein. Ja. Der Hohepriester ist hier eine sehr ähnliche Karte wie die Eule. Das finde ich hier auch sehr positiv. Vielleicht wirst du als Berater wahrgenommen. Vielleicht, also kommt jemand auf dich zu und möchte Rat bei dir einholen. Oder du kennst jemanden, der so ist und holst bei dieser Person Rat ein. Der Hohepriester ist hier auf jeden Fall auch eher eine introvertierte Energie, eine Person, die auch nicht unbedingt sehr tatkräftig ist, ne? Das ist jetzt eigentlich ganz positiv begünstigt, weil ich glaube, du wirst auch das starke Bedürfnis haben, hier jetzt nicht gegen etwas anzuarbeiten, sondern halt auch ein bisschen in die Retrospektive zu gehen, ein bisschen nachzudenken, über deine Werte nachdenken, und darüber nachdenken, was dir das bedeutet. Der Hohepriester, der sucht auch nach dem Sinn des Lebens. Es ist auf jeden Fall eine gute Zeit auch für dich, dir neues Wissen anzueignen, besonders ebenso geisteswissenschaftliches Wissen jeglicher Art. Es ist eine gute Zeit für Weiterbildung im Allgemeinen, ne? Dich selber weiterzubilden und in diesem Bereich mit sehr viel Geduld, Aufmerksamkeit, Neugier und aber auch Ernsthaftigkeit vorzugehen. Eben mit dem Ziel, deine eigenen Werte für dich herauszufinden, diese zu formulieren und nach diesen auch zu leben. Deinen Weg des Herzens zu finden. In der Vergangenheit hast du dich sehr tatkräftig für eine gewisse Sache eingesetzt. Diese gewisse Sache kann eine Beziehung sein, ne? Dass du dich für die Liebe eingesetzt hast, für deine Familie oder für deine Arbeit, auch für ein gewisses Projekt. Es war dir auf jeden Fall auch eine Herzensangelegenheit. Etwas, was deine Tatkraft und deine Macherenergie mobilisiert hat. Das hatte dich motiviert. Und jetzt erfolgt diese Reflexion dieser Situation. Was das für einen Wert hat und was dir diese Angelegenheit dauerhaft auch auf der moralischen Ebene bedeutet. Ja, die Dinge fügen sich jetzt zusammen. Es kommen hier viele Entwicklungen zusammen und ergeben ein großes Ganzes, ne? Ergeben jetzt auf einer anderen Ebene Sinn. In einer gewissen Hinsicht wirst du einen Abschluss finden, eine Vollständigkeit erleben, die sich sehr, sehr erfüllend für dich anfühlen kann. Hier ist auch eine Versöhnung möglich oder eine sehr
starke Intensivierung einer Beziehung. Wenn es hier um Berufsthemen ging, könntest du jetzt das Gefühl haben, bist an einen gewissen, du bist angekommen, du hast ein gewisses Zwischenziel erreicht und kannst jetzt auch dich in diesem Gefühl des Zielerreichens auch ein wenig ausruhen und eben die vergangene Zeit reflektieren. Und darin halt dann auch wieder Genuss finden. Ja, denn im Allgemeinen hast du das Gefühl, du kommst gut voran. Es ist jetzt im Moment keine so Hauruck-Bewegung, eher so ein kontinuierliches Vorankommen. Und das ist, glaube ich, halt auch etwas, was dir gerade sehr zugute kommt. Es geht hier nicht darum, von heute auf morgen etwas Krasses umzusetzen, sondern halt wirklich mehr dir vernünftige Routinen aufzubauen und auch irgendwie immer auf dein inneres Gleichgewicht dabei zu achten, mehr darauf zu setzen, dass man jeden Tag ein bisschen vorankommt, aber dafür jeden Tag, anstatt an einem Tag alles macht, ne? Das kann hier auch sich auf die Beziehung oder die Familie beziehen, wenn du da irgendwelche Vorstellungen hast, wie sich das weiterentwickeln soll. Ähm, dann ist das Mittel der Wahl halt diese Kontinuität. Und die Leidenschaft und der Ehrgeiz, der wird kommen. Diese Karte wundert mich jetzt ein wenig, weil das ist hier schon eine kleine Prüfung, eine kleine Herausforderung wird das hier sein. Am Anfang der Dekade zwischen den 21. und 25. oder 26. Januar wirst du von einer starken Leidenschaft gepackt, die dich auch mit einer gewissen Schattenseite von dir konfrontieren wird. Du wirst hier irgendwie mit Eigenschaften von deiner Person konfrontiert, die du dir nicht so gerne anschaust. Aber es ist gerade eine wichtige Zeit. Du sollst hier Licht ins Dunkel bringen und diese Facette von dir, von deiner Person akzeptieren. In manchen Fällen zeigt sich hier ja eben eine destruktive Verhaltensweise, mit der man sich konfrontieren muss. Oder vielleicht auch toxische Beziehungsstrukturen, die man einsehen soll jetzt in dieser Zeit. Du denkst ja auch über die Werte nach. Du bist gerade in einer Situation, in der du dich auch recht nüchtern und objektiv mit diesen Themen beschäftigen kannst und so halt etwas sehr Produktives daraus machen kannst. Der Teufel erzeugt halt sehr, sehr leidenschaftliche Energien, die man dann halt auch irgendwie sehr positiv einsetzen kann, wenn man sich über seine Schattenseiten oder über seine Tabuthemen oder seine Grenzen bewusst ist. Auch Abhängigkeitsverhältnisse können hier gemeint sein. Je nachdem, welche Themen du für dich persönlich tabuisierst. Ne? Das kann sehr individuell sein. Aber diese Themen sollen hier ans Tageslicht von dir geführt werden. Und es ist auch wichtig, dass man auch für diese Schattenseiten in Anführungsstrichen Verantwortung übernehmen kann. Das möchte dir diese Karte hier auch mitteilen. Also so eine Prüfung steht hier bevor. Aber schau, ne, es führt dich ins Gleichgewicht, in die Harmonie. Deswegen finde ich es doch sehr wahrscheinlich, dass du diese Aufgabe gut meistern wirst, lieber Krebs. Ja, da könnten schon einige alte Themen hochkommen, alte Schuldgefühle, alte Vorwürfe, die du jemandem auch mal gemacht hast oder die dir jemand gemacht hast oder eben die du dir selber machst, ne? Vielleicht auch veraltete moralische Standards, die du noch sehr stark, wie sagt man, halt an
die du sehr stark, an denen du einfach festhältst, ne? Die aber jetzt vielleicht schon etwas überholt sind oder einfach nicht mehr zu deinem aktuellen Leben passen. Negative Gedanken, ja. Du wirst dich hier schon mit einigen negativen Gedanken konfrontieren müssen. Aber du hast auch diese Stärke, diese, du hast hier sehr viele starke Karten, wodurch du besonnen damit umgehen können wirst und etwas Produktives daraus machen kannst. Das hat wirklich mit dir ganz persönlich zu tun. Das ist nichts, was was mit deinem Umfeld direkt zu tun hat. Was dein Umfeld angeht, sehe ich hier, dass da viel Vertrauen ist, dass du auch deinem Umfeld sehr vertraust und dass du auch darin vertraust, dass eine Angelegenheit sich schon sehr positiv entwickeln wird. Was dein soziales Leben betrifft, empfindest du schon sehr viel emotionale Stabilität, eine seelische Verbundenheit und du weißt, du vertraust darin, dass du hier auf Verständnis stößt, wenn du darüber redest. Aber du verhältst dich auch passiv. Du lässt alles ein wenig auf dich zukommen. Du wirst hier nicht die Initiative ergreifen, sondern hältst dich ein wenig bedeckt und lässt dich so ein bisschen von den Fluss des Lebens treiben, ne? Was ich hier schon am Anfang gemeint hatte, was eigentlich auch sehr, sehr positiv ist, kann ich dir nur empfehlen. Und schaust eben, welche Gespräche sich von selbst ergeben. Ne? Bist nicht darauf bedacht, irgendwas hier kontrollieren oder forcieren zu wollen. Machst auch hier keinen mutigen Schritt auf eine andere Person zu. Vor allem lässt du dich hier auch von deiner Intuition treiben, was einfach, glaube ich, sehr gut in dieser Dekade für dich funktionieren wird. Letztendlich möchtest du hier schon eine neue Zielausrichtung erreichen. Irgendwie suchst du hier schon nach einem neuen Weg, nach neuen Zielen, die du anstreben kannst, nach einer neuen Reise in dein Leben und nach neuen Abenteuern auch ein bisschen. Also davon könntest du so ein bisschen träumen in dieser Zeit. Aber die Zeit ist noch nicht reif. Du bist hier erst dabei, dich darauf vorzubereiten. Ja, du musst hier nämlich noch etwas loslassen. Diese 9 Schwerter. Es ist hier schon ein starker Reflexionsprozess, der dich auf einen neuen Pfad letztendlich führen wird. Aber du musst hier zunächst die vergangene Phase, die Vergangenheit reflektieren. Es kann hier eine vergangene Beziehung sein oder ein vergangener Schmerz oder einfach nur eine gewisse Phase, die jetzt ihr Ende findet und etwas erneuert sich hier in dein Leben und lässt dich wieder neu erblühen. Ja, ab dem 27., ich meinte das schon, tritt eine neue Phase ein, in der du dich sehr viel stabiler, emotional stabiler fühlen wirst, wo du neu erstarken wirst. Und das beruht auch auf inneren Gleichgewicht, ne? Also was eben auch für sehr viel Selbstbewusstsein, Selbstwertschätzung spricht. Also das ist hier wirklich eine gute Chance, um ein altes Problem zu lösen. Ein altes persönliches Problem von dir. Und hier wirklich einen Schlussstrich ziehen zu können, um dann daraufhin weitergehen zu können, ne, im Leben. Ich sehe bei dir hier sehr viel Stabilität, deswegen glaube ich, das wird auch gut funktionieren. Es wird heilend auch. Viel Heilungsenergie. Und das führt dich auf den richtigen Weg. Ich habe hier keine andere Hofkarte, ne? Das finde ich interessant. Weil es sagt einerseits, dass du eher introvertiert sein wirst, ne? Dich so ein bisschen sozial
ja, also nicht isolieren, das nicht, aber halt so ein bisschen dich aus allem raushalten wirst, ne? Also sehr mit dir selbst beschäftigt bist. Ja, und andererseits eben dass es viel um deine Person geht jetzt, ne? Um dein persönliches Wachstum, dein persönliches Vorankommen. Und da brauchst du auch keinen anderen Menschen. Das musst du auch tatsächlich mit dir selbst ausmachen. Nur du kannst dich von dieser Situation befreien, ne? Aber es kommt letztendlich auch sicherlich deiner Partnerschaft, falls du dich in einer festen Partnerschaft befindest oder eben deinen familiären oder freundschaftlichen Strukturen zugute, wenn du dich hier davon löst, ne? Also nimm dir die notwendige Zeit für dich selbst, lieber Krebs. Das kann ich dir nur empfehlen. Was sagt die Mondenergie zu deiner Situation? Beide Seiten gewinnen. Vollmond in Waage. Die Fairness, ne? Fairness und Gerechtigkeit spielen in dieser Dekade auch eine sehr wichtige Rolle. Und du bist in der Lage, gerechte Entscheidungen zu fällen. Und letztendlich kommt es dir und dein Gegenüber, also oder den vielen Gegenübern zugute. Ja, lieber Krebs, es scheint mir hier wirklich eine sehr reflektierte, nachdenkliche Dekade für dich zu werden, die aber sehr zielführend ist und dir sehr viel bringen wird. Ich wünsche dir, dass du diese Energien positiv für dich zu nutzen weißt, dass du es dir gut gehen lässt und dass du eine entspannte Zeit haben wirst. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.